Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid auf unserem nächsten Abschnitt nach Grindelwald. Tolkien schrieb Ende der 1960er Jahre an seinen Sohn Michael: Wir müssen dann ostwärts über die beiden Scheidecke mit Eiger und Mönch zu unserer Rechten nach Grindelwald gegangen sein und schließlich Meiringen erreicht haben. Wir selbst sind früh am 24. September in Wengen aufgebrochen und hauptsächlich der Bahnstrecke gefolgt, die es so auch schon 1911 gegeben hat. Tolkien ist laut Lewis und Curie am 6. August von Lauterbrunnen losgelaufen. Von dort nach Grindelwald sind es gut 18 Kilometer und bei der Steigung ist das keine leichte Wanderung. Dort drüben sieht man die Krütschalp, den Startpunkt unserer Wanderung vor 2 Tagen. Wo sind jetzt Möhren? Hier sieht man die Karte von 1911. In Blau habe ich unseren Weg eingezeichnet und die roten Linien markieren mögliche Routen, die Tolkien gegangen sein könnte. Heute gibt es sehr viel mehr alternative Wanderstrecken, um den Männlichen, den Tschucken und das Lauberhorn herum von Wengen zur kleinen Scheideck zu kommen. Stetig aufwärts gehend haben wir fast die ganze Strecke über das Silberhorn vor Augen. Von Wengen bis zur kleinen Scheideck sind etwa 800 Höhenmeter zu überwinden. Und wenn Tolkien wirklich in Lauterbrunnen gestartet ist, dann ist er bis zum höchsten Punkt gar 1300 Höhenmeter aufgestiegen. Mit einem Blick zurück sieht man Wengen immer weiter abrücken und man hat eine herrliche Aussicht auf das Tal und auch auf die Strecke auf der anderen Talseite, die wir vor 2 Tagen nach Mühren gelaufen sind. (1911) sah die Zahnradbahn zwar noch ganz anders aus, aber auch Tolkien dürfte auf seinem Weg zur kleinen Scheideck einigen Zügen begegnet sein. Diese Aussicht auf die Jungfrau und das weiß in der Sonne glänzende Silberhorn rechts daneben dürfte Tolkien genau so gesehen haben, wenn auch vielleicht mit etwas mehr Schnee. Dazu schrieb er in dem schon erwähnten Brief Nummer 306 an Michael: Ich verließ die Sicht auf die Jungfrau mit tiefem Bedauern. Ewiger Schnee graviert, wie es schien, gegen ewigen Sonnenschein. Und das Silberhorn scharf gegen dunkelblau. Die Silberzinne, Celebdil meiner Träume. Dort hinten in der Ferne kann man noch einmal Mühren sehen.
Von hier hat man noch einmal einen sehr guten Blick auf das Dreigestirn Eiger mit seiner berühmten Nordwand, Mönch und Jungfrau. Postkartenbilder wie diese von dem Maler Emil Nolde, die sich Ende des 19. Jahrhunderts großer Beliebtheit erfreuten, dürften Tolkien bekannt gewesen sein. Die teilweise orkähnlichen Gesichter könnten Tolkien Monsch zufolge zu seinem Moria-Goblins inspiriert haben. Als der junge John Ronald die kleine Scheideck erreichte, fuhr die Jungfraubahn noch nicht. Die Strecke zum Jungfraujoch wurde erst 1913 fertiggestellt. Ursprünglich war angedacht, die Bahn bis auf den Gipfel der Jungfrau zu führen, aber der große Krieg machte diese Pläne zunichte und sie wurden danach nicht wieder aufgenommen. Nach einer kurzen Rast machen wir uns dann wieder an den Abstieg und verlassen nun auch langsam die Sicht auf die Jungfrau. Dort unten sieht man schon Grindelwald. Der markante Berg mit der kleinen Spitze und der schroffen, fast senkrecht abfallenden Flanke ist das Wetterhorn. In der nächsten Folge erzähle ich euch dann etwas über Grindelwald, wo wir einen Tag Pause eingelegt haben. Bis dahin. The road goes ever on and on, down from the door where it began. Now far ahead the road has gone,
should